Ich habe ja die Bewegung erlebt. Ich war auch dann am 27. Oktober, habe ich mir als diese Parlamentsdebatte war und draußen 30.000 Leute standen vor dem Parlament, ich will sagen, ich finde sie atmosphärisch hochgradig angenehm. Ja, ich habe wie gesagt, keinerlei besondere Bindungen an die Vorstellung eines eigenen katalanischen Staates, aber ich empfinde, wie gesagt, diese Bewegung überhaupt nicht als in irgendeiner Form chauvinistisch. Ich finde sie offen. Ich schaue mir dann auch immer an, wofür treten die eigentlich ein? Was ist das Staatsverständnis, was da ist? Ist das was Fortschrittliches? Ist das was Reaktionäres? Ist das ein ethnisch abgeschotteter Staat, der mit dem Rest der Welt nichts zu tun haben will und so weiter? Und das ist das Gegenteil hier. Also ich sehe es schon auch eher als eine fortschrittliche, eine Demokratiebewegung, eine linke Bewegung, auch in weiten Teilen. Und wenn man sich mal zum Beispiel vorstellt, dass wir haben ja diese Debatte in Europa um die Flüchtlinge, wo ja fast überall der Druck auf die Regierung ist, weniger Flüchtlinge aufzunehmen. Es gibt zwei Länder oder zwei Regionen in Europa, wo es umgekehrt war. Es war Katalonien. Hier haben 300.000 Menschen demonstriert in Barcelona für die Aufnahme von Flüchtlingen, oder für einen besseren Umgang mit den Flüchtlingen. Und es war Island, wo es auch einen massiven Druck von unten gab. Also das zeigt, dass es nicht, also das Bild, dass es hier um eine reaktionäre, chauvinistische Bewegung handelt, dass dieses Bild einfach nicht stimmt. Auch die deutschen Medien sind sehr zurückhaltend bisher mit dem Thema. Was ist da der Grund? Was glauben Sie? Ist das wirklich nur der um den diplomatischen Frieden zu wahren? Oder? Na, zurückhaltend ist fast noch freundlich formuliert. Also die deutschen Medien haben gerade nach dem 1. Oktober, als das Thema richtig ganz oben in die Schlagzeilen kam, doch sehr stark so das Narrativ bedient. Es handelt sich hier um eigentlich eine chauvinistische Bewegung, die sich als reiches Bundesland Spaniens, als reiche Region Spaniens abspalten will vom Ärmeren, dass das primäre Motiv ist. Also die Berichterstattung war nicht sehr freundlich. Was der Grund ist, auch die deutschen Medien folgen meistens doch schon die Mainstream-Medien doch einer gewissen Staatsräson oder Regierungslinie in Deutschland. Deutschland hat leider eine ziemlich unrühmliche Tradition in der Spanienpolitik, historisch. Schon natürlich auch im Spanischen Bürgerkrieg. Aber zum Beispiel werden ja bis heute Renten der blauen Division, die mit Hitler an der Ostfront gekämpft hat, also spanische blaue Division, werden bis heute auf Grundlage eines Vertrages von Adenauer und Franco ausgezahlt. Das ist nicht mehr viel Geld, aber es symbolisiert natürlich eine sehr unrühmliche Tradition. Und ich finde auch die ganze Aufarbeitung zum Beispiel der Bombardierung von Guernica im Baskenland, das hätte alles sehr viel besser laufen können. Wobei ich schon dazu sagen muss, Es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, gab es immer wieder, auch interessante Ausnahmen. Und dass doch die Debatte nach der Verhaftung von Puigdemont Ende März letzten Jahres und die Frage Auslieferung oder nicht, das war ja auch ein ganz großes Thema in der deutschen Öffentlichkeit. Die war durchaus plural, würde ich mal sagen. Da gab es also, das war eigentlich eine ganz gute Debatte. Aber mittlerweile hat man eher den Eindruck, dass das Thema wird eher unter den Teppich gekehrt. Man treibt halt irgendwelche Säue dann immer durchs Dorf, aber wichtige Themen wie so ein zentraler Konflikt spielt auch meines Erachtens viel zu geringe Rolle. Ich habe schon viele Gefangenenbesuche gemacht in verschiedenen Ländern. Ich habe auch in Spanien mal Arnaldo Otegi besucht, im Baskenland, in Navarra. Das war heute also ein solch offenen, freundlichen Umgang in einem Gefängnis
wie er auch mir gegenüber da war oder auch sozusagen auch spürbar war bei den Gefangenen, habe ich noch nicht erlebt. Das war das totale Gegenteil von dem Besuch mit Arnaldo Otegi. Da gab es eine große Trennscheibe, konnte man mit dem Telefon, durfte nicht mal ein Blatt Papier mitnehmen, einen Stift, um mir Notizen zu machen. Heute war es das totale Gegenteil. Es war wirklich sehr, also sehr, sehr positive Erfahrungen, soweit man von Gefängnissen, von positiven Erfahrungen sprechen kann. Ne? Und was die Personen angeht, also ich war sehr beeindruckt, eine unglaubliche Ausstrahlung, sind sehr zuversichtlich, positiv gestimmt. Die Vorstellung ist, dass sie müssen ja damit rechnen, jetzt nach Madrid überstellt zu werden. Ja. Die Vorstellung ist auch, dass man verurteilt wird in Madrid zu hohen Haftstrafen aber dann sozusagen in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte am Ende gewinnt. Das ist sozusagen ziemlich feste Überzeugung. Und ja, ich war sehr positiv überrascht. Auch von den Personen. Es war jetzt auch keine, wie soll ich sagen, keine, auch jetzt nicht unbedingt die Situation so, dass sie total in einer Leidenssituation sind oder so oder gebrochen sind oder so, sondern es war ziemlich stark, also ziemlich viel Kraft zu spüren. Da sind wir auch schon beim Thema, ja, wo Sie gerade den Prozess ansprechen. Was denken Sie über die spanische Justiz und die Tatsache, dass es politische Gefangene sind oder gibt in Europa? Sind es für Sie aus Ihrer Sicht politische Gefangene? Ich würde schon davon sprechen. Also was die spanische Justiz angeht, ich wurde auch immer gefragt in deutschen Medien, ja, aber Spanien ist doch ein Rechtsstaat, so wegen Puigdemont und europäischer Haftbefehl und so weiter. Und das wird immer behandelt als schwarz oder weiß. Natürlich ist Spanien jetzt nicht, weiß ich was, irgendeine Bananenrepublik. Das ist schon noch ein Unterschied, aber es ist, ich habe das im Deutschlandfunk mal gesagt, es ist nur eingeschränkt ein Rechtsstaat. Das kann man ja auch, es gibt ja auch diese Rechtsstaatskriterien international und so weiter. Und da ist Spanien jetzt auch nicht ganz oben. So, ne? Und die spanische Justiz scheint mir doch ziemlich politisch motiviert zu sein. Wenn ich mir diese Verhaftungen anschaue, von diesen Präsidentschaftskandidaten zwischen ersten und zweiten Wahlgang und so weiter. Ich glaube, dass einfach in Spanien hat es sozusagen eine Demokratisierung in den 70er Jahren gegeben, nach dem Franco-Regime. Und es fehlt sozusagen eine zweite Transition, eine zweite Demokratisierung, die vor allen Dingen auch die Justiz betrifft. Wir hatten das ja auch in Deutschland 68, unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Aber es hat ja doch ein bisschen was bewegt. Und ich glaube, dass in Spanien sowas fehlt. Ich sehe also in der Justiz, im Polizei, in der Guardia Civil zum Beispiel, in bestimmten Traditionen des Staates nach wie vor letztlich frankistische Traditionen nachwirken. Ja. Und da fehlt einfach sozusagen die weitere Demokratisierung. Ne? Ja. Nochmal kurz um das Thema EU zu kommen. Die restlichen Länder, oder sagen wir die anderen EU-Mitgliedstaaten halten sich doch recht zurück in dem Thema. Ja, die haben Schiss. Also die EU-Eliten, würde ich mal sagen, die Regierungschefs so, die haben überhaupt keine Lust, sich mit dem Thema zu befassen. Die haben Angst, dass sozusagen eine Büchse der Pandora geöffnet wird, aus ihrer Sicht. Dann kommen die Katalanen, dann kommen die Basken, dann kommen die Korsen, dann kommen die Schotten und so weiter. Jetzt ist noch das ganze Problem mit dem Brexit da und der Frage der Stabilität der EU. Und dann kommt jetzt dieser Konflikt und das will man dann lieber unter den Teppich kehren. Dann kommen bei einzelnen Staaten bestimmte Deals, die sicher auch dann da sind mit der spanischen Regierung noch dazu, wo man sich da nicht in die Nesseln setzen will. Deswegen ist das Interesse da sehr gering. Also der Druck muss dann schon von unten kommen oder mindestens von den Parlamenten herkommen. Aber das wäre schon gut, wenn von europäischer Ebene in irgendeiner Form hier
vermittelnd eingegriffen wird.